Namen des Vaters und des Sohnes und des Klemmbausteines. Kobi et Lego. Oh, liebe Gemeinde, da seid ihr ja schon. Hier heute bei Building Bricks for Holiness. Mein Name ist Bruder Ziegelstern und heute bauen wir uns unsere eigene Kirche. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und in jede City gehört eine Kirche und genau heute bauen wir uns eine. Ja, Freunde, wie ich gerade schon gesagt habe, in jede City gehört eigentlich eine Kirche oder Moschee oder Tempel oder wie auch immer. Und da es von Lego ja keine gibt und ich generell mal bei AliExpress etwas bestellen wollte, habe ich beim Singles Day eine Kirche gekauft bei Ali. Und zwar das Set von Dingao 2001, die Union Church. Und diese kam bei mir an und wie das nun mal so ist, wie sowas ankommt, immer in solchen Plastiktüten. Die eine Tüte hier war sogar schon zerrissen, deswegen sieht es jetzt mal so aus. Ja, und ich würde sogar sagen, ich lasse euch gleich direkt ohne Umschweife dann hier auf meinen Bautisch und wir packen dieses Set zusammen aus. Okay, Freunde, wie wir hier schon sehen können wahrscheinlich, ist dieses Set Dingao DG 2001 wo nach Bauabschnitten unterteilt. Aber jetzt nehmen wir uns mal hier diese große Tüte vor. So kommen ja wohl, habe ich von vielen schon gehört, die Sets aus China immer an. Ich selber habe bei AliExpress noch nie bestellt gehabt. Das ist jetzt das allererste Mal. Wir schneiden es auf. Und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß auch zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel über dieses Set. Das klären wir aber alles noch im Laufe dieses Videos. Jetzt packen wir erst einmal aus und haben ein schlechtes Gewissen, was die Umwelt angeht. So, wir merken auch schon, wenn hier eine Baseplate drin ist, ist die wahrscheinlich sehr verbogen. So. Gut, dass ich hier dieses Taschenmesser habe. Ah, Freunde, herrlich, oder? So viel Spaß am Auspacken. Weg damit. Und ich weiß gar nicht, ob wirklich der Hersteller Dingao ist. Hier steht nämlich nichts drauf, aber die Setnummer ist gleich. Ja, wir haben hier eine große Tüte mit Zip-Verschluss. Nein, nicht mit Zip, aber mit diesem Klemmverschluss hier. Und dann lassen wir es mal raus und schauen uns gleich mal hier die Anleitung an. Und was ich jetzt sehe, was ich nicht wusste, ist, dieses Set enthält wohl Minifiguren. Da sehen wir die Anleitung, also kein richtiger Hersteller ist drauf, ich muss selber gucken. Union Church, Street View. Ja, das sieht alles so nach Richtung Mold King aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann leider kein Mandarin, wir müssen das echt mal lernen, Freunde. So, da sehen wir halt, oh ja, Lego-Klone, Minifiguren. Und wir sehen hier die Tüten, Bauabschnittsweise und alles, was gebaut wird, ist rot umrandet. Okay, die Anleitung ist hier geklebt, gebunden halt und hat, wenn ich das richtig sehe, sogar entweder kann man es beleuchten oder es hat ein Leuchtkit. Das sehen wir dann nachher, wenn wir die Steine auf die Teller packen oder uns sortieren. Und wir sehen 62 Seiten und 215 Bauschritte meine ich. Ja, wie gesagt, ich habe mich in diese Kirche verliebt, weil ich diese Fenster gesehen habe und wie gesagt, eine Kirche fehlt eigentlich in jeder City und leider gibt es von Lego keine und ich habe noch nicht das Steinmaterial, um mir selber eine zu bauen. Deswegen bauen wir heute die und alles weitere klären wir jetzt noch im Verlauf des Videos. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und bevor es mit dem Speedbuild losgeht, euch erstmal allen noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter in das neue Jahr 2021 gerutscht.
Diesen Speedbild, der jetzt folgt, findet ihr auch in den Livestreams vom 25.12.2020 und vom 26.12.2020 von der lieben Hedda, dem Michael und von mir. Beide Streams sind unten in der Infobox und oben in der Infocard verlinkt. So, kommen wir nun aber zu den Fakten, und da es hier sich um eine Kirche handelt, reden wir natürlich über das Christentum. Der Begriff Christentum vom griechischen Christianisomos wird erstmals in einem Brief des syrischen Bischofs Ignatius von Antiochien im 2. Jahrhundert erwähnt und ist den älteren Begriffen Iudaimos für das Judentum und Hellenismus für den Hellenismus nachgebildet. Nach der Apostelgeschichte 1126 wurden die Jünger Jesu Christi zuerst von den Bewohnern der zum Römischen Reich gehörenden syrischen Stadt Antiochia am Orontes Christen genannt, in welchen die Christen nach den ersten Verfolgungen in Palästina geflohen waren. Man sah offenbar das Christumsbekenntnis der Anhänger Jesu als charakteristisch für ihren Glauben an. Die Christen übernahmen diese Bezeichnung bald auch für sich selbst. Das deutsche Wort Christentum, damals noch mit K geschrieben, ist erstmals bei Walter von der Vogelweide belegt. Die Wurzeln des Christentums liegen im Judentum im römisch beherrschten Palästina zu Beginn des 1. Jahrhunderts. Es geht zurück auf die Anhänger des jüdischen Wanderpredigers Jesus von Nazareth. Mit dem Judentum ist das Christentum insbesondere durch den ersten Teil seiner Bibel verbunden, der den jüdischen heiligen Schriften des Tanach entspricht und im Christentum das Alte Testament genannt wird. Ohne das Alte Testament wäre der christliche Glaube geschichtslos und bliebe unvollständig. Christen lesen die Texte des Alten Testaments allerdings von Jesus Christus her und auf ihn hin, also chronologisch. Das Christentum verbreitete sich in kurzer Zeit im Mittelmeerraum. Dabei übte der Hellenismus erheblichen Einfluss auf das christliche Denken aus. Und die Förderer auch des christlichen Glaubens, darf man hier nicht übersehen, ist das Römische Reich und auch sogar der oströmische Teil. Denn nämlich der oströmische Kaiser Konstantin der Große soll in einer Legende in der Schlacht an der Milvianischen Brücke 312 deswegen gewonnen haben, weil er in einer Vision vorher am Himmel ein Flammenkreuz gesehen hat und dieses Kreuz dann auf die Schilde der Soldaten hat zeichnen lassen. In hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen, das war der Spruch. Die Römer haben das Religionsverständnis der Christen sehr geprägt. Nicht umsonst spricht man heute ja auch immer noch von der römisch-katholischen Kirche. Faktisch zur Staatsreligion im Römischen Reich und auch im Gesamtrömischen Reich, obwohl es ein oströmischer Kaiser war, der aber in einer kurzen Phase das Gesamtreich wieder vereint hat, war Justinian I. Noch heute haben wir übrigens Texte, die wirklich bis fast so weit zurückreichen, nämlich fast um das Jahr 200 nach Christus. Und das kennen wir alles, nämlich in der orthodoxen, katholischen, anglikanischen und lutherischen Liturgie. Und diesen Text spreche ich euch mal vor. Wir kennen ihn aus der Eucharistie. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Lasset uns Dank sagen den Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. Dieser Text ist schon sehr, sehr alt. So, mit diesen weisen Worten entlasse ich euch jetzt hier, denn ich bin fertig mit dem Speedbild. Ave Maria, Freunde, da haben wir sie fertig. Die Union Church DG 2001 von Ding Gao. Und da diesmal ja die Speedbild-Fakten ein paar andere Aspekte hatten, möchte ich jetzt mal nochmal auf das Set eingehen, welches ein originales Vorbild hat in Shanghai. Dieses anglikanische, gotische Design kommt daher, dass Shanghai ja eine englische Kolonie war. Und diese Union Church, die auch wirklich Union Church heißt, wurde in diesem Stil 1886 erbaut und war eine protestantische Kirche. In dem Gebäude befand sich nach 1949, ich meine, das war die Unabhängigkeit von Shanghai, eine Fabrik. Der Kirchturm wurde entfernt nach einem Brand. Erst gegen 2005 wurde dieses Gebäude restauriert und im Rahmen der Biennale, der 9. Shanghai Biennale, die stattfand, zu einem Museum, ein Ausstellungsgebäude umgebaut. So viel grob zu dem Gebäude an sich. Also, man muss es dazu sagen, eine Kirche aus Klemmbaustein aus Asien und die Kirche kommt aus Asien. Das finde ich ist doch irgendwie gelungen, ist doch irgendwie rund und passt. Hat auch ein schönes Geschmäckle, finde ich.
Diese Kirche, meine ich, ist kein geklautes Mock, denn ich habe nirgendwo bei Remarkable und sonst irgendwo das Vorbild gefunden, dass es, oder bei Lego Ideas, also das ist unique. Dazu spricht auch, dass es ja ein Dingao-Set ist, denn Dingao ist ja von SY die Sparte mit Sembo, die ja eigene Designs hervorbringt, also keine Kopien. Die Steinequalität ist wirklich gut, teilweise fast so gut. Und bevor ich jetzt richtig loslege, und das ist einfach nur mal, ihr seht es schon an dieser Kammerposition, das ist ein hohes Gebäude. Ich hole mal hier kurz meinen Zollstock. Andere Leute nennen sowas anders und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das Ding ist 45 Zentimeter hoch. Also wenn ihr jetzt in eure Stadt einbaut, müsst ihr aufpassen. Der Kirchturm ist wie gesagt 45 Zentimeter hoch. Und bevor es losgeht, weil ich muss euch das Set natürlich in Etappen zeigen, machen wir eins. Wir zeigen das vielleicht Wichtigste an diesem Set, nämlich die Beleuchtung. Und ich drehe es kurz, das könnt ihr sehen. Es ist per USB angeschlossen. Ich habe mir hier meinen kleinen USB-Hub geholt. Ich stöpsel es an, das Licht brennt und jetzt machen wir einmal kurz dunkel und dann könnt ihr die Kirche in voller Farbenpracht leuchten sehen. Und ich glaube, es ist ziemlich cool zu sehen, hier die Glasfenster, diese Kirchenfenster, der Grund, warum ich dieses Set haben wollte. Es geht natürlich noch Licht nach oben, also Luft nach oben, viel mehr kann man vielleicht noch mal umbauen, aber ich finde so schon ziemlich cool geworden. So, und jetzt werden wir es mal ein bisschen auseinanderbauen, damit ich euch das Set wieder genauer präsentieren kann. Denn es gibt die ein oder andere schöne Bauform, Bauart, die ich einfach finde, die muss ich euch zeigen. Kyrie eleison, meine Freunde, gucken wir uns jetzt den Kirchturm an und den muss ich etwas auseinandernehmen und er ist das mit am besten genoppte. Hier gibt es eine kleine Problematik, das ist nämlich der Light Brick, den ich jetzt hier einmal abmache. Zack, und schon haben wir hier den Kirchturm. Den möchte ich euch einmal zeigen, denn er ist ziemlich groß, hat halt hier diese Rotorteile, die glänzen, aber gleichzeitig hier auch die Slopes, die ins Matte gehen, was nicht schlimm ist. Und wir haben in allen 4 Ecken eine Nanofigur, die halt so ein, wie nennt man das, Gargoyle, so kenne ich es, also so eine Domfigur, einen Heiligen darstellen soll. Hier von allen Seiten, wie gesagt, schön dieses viereckige, dieses gotische, anglikanische Design. Und da ist der Light Brick. Ich packe jetzt den Turm einmal zur Seite und öffne mit euch jetzt weiter das Dach. Man kann es nämlich aufnehmen bzw. abnehmen. Ganz kurz, hier ist auch ein Griff dafür, damit man das Dach leichter abnehmen kann. Ich glaube, ihr könnt das gut erkennen, dieser graue Stein mit der Rille drin. Und da fasse ich jetzt rein und nehme das Dach ab und dann können wir uns das wirklich angucken. Hier sehen wir nochmal die blauen matten Slopes und hier die Unterkonstruktion. Und jetzt, Freunde, werde ich es einfach noch mal beleuchten. Dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen. Licht kann anbleiben und dann seht ihr mal, wie das alles da drin verbaut wurde. Und jetzt können wir in die Kirche reingucken. Vielleicht können wir auch mit der Kamera ein bisschen ranzoomen. Und ja, das Lustige ist, es ist ja eine protestantische Kirche, aber vom Innenbau eine katholische Kirche. Denn wir haben Taufbecken, wir haben Allerheiligstes, wir haben, und das ist vielleicht das Coolste, den Beichtstuhl, den ihr sehen könnt. Und wir haben halt hier das Tabernakel quasi. Also außen protestantisch oder reales Vorbild protestantisch, aber Altar, Taufbecken plus hier den Beichtstuhl, den ich euch nochmal zeigen werde. Nochmal mit Vorhang sogar, vielleicht kann man das jetzt besser sehen. Richtig cool. Und hier vorne haben wir eine Reihe, wo man die Bibeln und die, ich halte es noch mal ein bisschen hoch, die Bibeln und die Gesangsbücher sehen kann. Dieses schwarze Regal oder braune Regal mit der heiligen Figur davor, die übrigens auch so eine Art Lego-Minifigur ist. Ich ziehe es mal kurz weg, ich hole es einfach mal raus, dann könnt ihr es sehen. Das ist halt der Unterbau dieser heiligen Figur, dieser Lego-Figur.
Also der Torso, Einzahl Lego und auch der Kopf. Ich baue es wieder auf. Und auch drinnen, das könnt ihr leider nicht sehen, daneben, ich glaube, es ist sehr schwer einzufangen, stehen noch zwei weiße kleine Lego oder Lego-artige, so ist ja viel mehr der Terminus, Nanofiguren. Ich versuche es jetzt nochmal hochzuhalten, dann könnt ihr es besser sehen. Und ich lasse auch einmal den Lightbrick da rein plumpsen. Dann könnt ihr vielleicht am Boden das erkennen, was ich meine. Dass dort die Figur steht, kleine weiße Figuren an diesen Transclear Glasfenstern. Ist halt schwierig, dieses Gebäude so euch wirklich in der ganzen Güte zu zeigen. Ich zeige euch jetzt mal von außen kurz. Hier dieses Glasfenster. Schöne Bautechniken und am coolsten eigentlich vorne mit diesen Turntables, also einfach so davor gesetzt, damit es das Muster ergibt und innen drinne halt hier diese offene Türe, dieser Eingang in das Kirchenschiff, wo auch viele Bilder sind. Das kann man jetzt vielleicht nur so ein bisschen schräg erkennen, wo die Kabeldurchführung ist. Und hier innen drin natürlich, habe ich ganz vergessen, die Holzbänke auch mit einer heiligen Figur am Ende. So, jetzt werde ich das Gebäude wieder zusammensetzen und dann schauen wir uns gleich noch einmal von vorne in die Augen, liebe Gemeinde. Apropos Gemeinde, die darf natürlich nicht fehlen. Deswegen nicht wundern, dass wir uns jetzt nicht sofort in die Augen schauen, denn ich muss noch auf diese Figuren eingehen. Und die Firma Dingao gehört ja unter anderem mit SY oder SZ und Sembo und Goody zur Firma Xing Lexin Electronic Toys aus China. Und natürlich sprechen wir jetzt hier von geklauten und gefakten Lego-Figuren. Was mir aber einfällt ist, wenn es keinen 3D-Markenschutz gibt, so in China, ist es ja eigentlich keine Fälschung in dem Sinne, sondern man richtet sich halt dann nur an diesen Markenmuster aus, den die da alle gut finden, und so ist es natürlich europäisches Recht, ist es eine geklonte Figur. Aber über die Figur müssen wir reden, denn, und das finde ich halt einfach faszinierend, die anderen Figuren, gehen wir nur mal kurz drüber. Wir haben hier zwei Musiker mit einem Mikrofonständer. Wir haben hier ein Ehepaar, glaube ich, wobei der Mann sogar noch seinen Stift und seine Aktentasche in der Hand hält. Wir haben hier eine Tennisspielerin mit S, wahrscheinlich ist es die chinesische Steffi Graf. Und wir haben hier einen Vater mit seiner Tochter, typisch asiatischer, overpowerter Frisur mit einem Katzenpulli. Und apropos Katze, wir haben hier eine schwarze Katze, wie es sich nicht für eine Kirche gehört. Und wir haben hier einen kleinen Dalmatiner, beide sehr groß. Könnten ja von Friends oder sowas sein. Aber viel krasser finde ich halt, man darf nicht vergessen, wir haben zwar über eine chinesische Kirche geredet, aber in China ist ja nun mal jetzt der protestantische oder katholische, also der christliche Glauben nicht wirklich, spielt ja keine große Rolle. Und trotzdem haben wir hier eine wunderschön bedruckte Pfarrers, Paters Figur, die wirklich cool ist. Und ich glaube, es gibt von Lego keine einzige christliche Minifigur. Könnt ihr mich aber gerne korrigieren, schreibt es mir unten in die Videobeschreibung. Und ich zeige sie euch jetzt nochmal, weil sie ist, ich halte sie an den Haaren fest, bitte nicht böse sein, ich halte sie an den Haaren fest. Man sieht das, ich mache es anders, man sieht das wirklich alles bedruckt ist, was zu bedrucken geht. Nämlich vorne den Bauch, man hat die Seiten, die Ärmel bedruckt, und die Rückseite plus halt die ganze Hose, Schuhe, alles ist dran. Plus diese kleinen Kacheln, das könnt ihr erkennen, die halt solche Gesangsbücher oder Heftchen sein könnten. Und eine Bibel, die wir sogar aufklappen und theoretisch drinnen lesen könnten. Also diese Figur werde ich irgendwie legofizieren, heißt gelbe Hände, gelben Kopf dran. Die anderen Figuren sind hier nicht wichtig, aber der Priester ist wirklich auch, muss ich gestehen, ein Highlight in diesem Set. Und wenn wir noch mal von Highlight sprechen, wir haben noch ein paar Steinchen über, das zeige ich euch. Also hier ein paar braune Steine kann man nie genug haben. Und nochmal ein Highlight, man muss sagen, ich habe hier kein einziges Fehlsteinchen gehabt. Und auch Passgenauigkeit plus Farbtreue ist bei diesem Set auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Baseplate ist allerdings eine von Lego. Und ich habe auch vergessen, dass natürlich hier außen diese Außenbepflasterung auch sehr nett ist. Gut, aber jetzt, liebe Gemeinde, war das wirklich meine letzte Lesung. Wir schauen uns jetzt zum Abschluss noch einmal wirklich in die Augen. Ja, Freunde, die Messe ist gelesen, das Video ist fast zu Ende.
Immer ein bisschen traurig, aber vielleicht schaut ihr euch jetzt einfach noch einmal an oder ein anderes. Ich möchte nur sagen, dieses Set ist wirklich ein wunderschönes, hat noch einen Manko, den ich ein bisschen vergessen habe. Es ist halt ein Eckgebäude und ihr müsst halt gucken, wie ihr es am besten in eure Stadt packt. Und auch diesen USB-Anschluss müsst ihr am besten verstecken. Aber es gibt ja das ein oder andere Lego City Häuschen oder Gebäudchen, also die Hälften, die man ja gerne zum Modular erweitern kann. Ich habe bei mir auch vor, so grob, warum nicht neben einer Kirche einen Lego-Laden haben, den ja, glaube ich, fast alle von uns immer erweitern auf, ja, wenigstens halbe Modulargröße. Also mir gefällt die Kirche richtig gut, da wiederhole ich mich, habe auch schon meinem Pfarrer hier legolisiert, denn trotz allem ist dieser Druck des Torsos richtig cool und es gibt leider, glaube ich, wie gesagt, korrigiert mich, keinen Geistlichen von Lego. Ich habe meine Schuldigkeit für heute getan, entlasse euch, wünsche euch nur das Beste, bis zum nächsten Mal, auf Wiederbauen, euer Blockstar.